Guten Morgen, ihr Lieben. Ich weiß, heute ist Donnerstag und ihr rechnet wahrscheinlich nicht damit, dass ihr heute eine Nachricht für euch auswählen dürft. Aber da ich ein bisschen was zu sagen habe, eignet sich das ganz gut, das so zu tun. Denn dann kann ich die Zeit ein bisschen überbrücken, bei der ihr wartet. Und zwar ist mir was aufgefallen, was mir ziemlich wichtig ist. Ihr habt ja gemerkt, oder ich habe es ja auch angekündigt, dass ich die Kommentare nur noch einmal die Woche auflasse, weil mir das alles zu viel wird. Es ist sehr, sehr schade um die Community, die gern schreibt, die wertschätzend schreibt. Aber ich kann das nicht so abwägen, dass ich sage, es ist es mir wert, auch wenn ich nicht darauf reagiere, auf irgendwie was an Kommentaren, habe ich es trotzdem gelesen und muss damit umgehen. Ja, was mir aufgefallen ist bei den Kommentaren, die haben betroffen, da habe ich es leider vergessen auszuschalten, die Monatslegungen für den Oktober auf meinem großen Kanal, also auf dem anderen. Da hat irgendjemand geschrieben, um Gottes Willen, ich ändere doch nichts bei meiner Arbeit. Und da ist mir das so aufgefallen, dass viele Menschen denken, also sie gucken jetzt zum Beispiel eine allgemeine kollektive Legung für das Sternzeichen Waage an, beispielsweise, ne? Und meinen dann tatsächlich, dass es für sie höchstpersönlich Gültigkeit hätte. Und ich habe versucht, das ganze Kartenlegen, was es für mich bedeutet, was ich wie sehe, was Kollektive sind und alles, was ich eben so denke, in ein Video zu verarbeiten. Das Video stelle ich euch heute Mittag 15 Uhr rein. Allerdings werde ich auch da wieder die Kommentare nicht aktivieren, weil dann die Diskutiererei wieder losgeht. Ich spreche nur für mich. Das sind meine Gedanken, meine Meinung. Das könnt ihr alle anders sehen, so wie auch jeden Tag die Legungen. Das könnt ihr alle so sehen, wie ihr wollt. Das sind kollektive Energien. Es ist mir nicht möglich für alle Zuschauer dieses Kanals etwas Persönliches rauszufischen. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, das nochmal ganz genau zu erklären. Das Video dürft jetzt erst ihr sehen auf dem kleineren Kanal. Ich werde es dann vielleicht auch mal auf dem größeren posten, je nachdem, wie viel Umlauf das jetzt kriegt. Es geht oft leider unter, wenn man mal Dinge macht, die nichts mit Kartenlegen zu tun haben, dann ist es auch wieder nicht recht, ne? Aber mir war es jetzt einfach mal wichtig, dass ich meine Meinung über das Kartenlegen und wo es auch Missverständnisse manchmal gibt, was die Karten können, was sie nicht können, für was man es macht, für was man es nicht macht. Ja, das habe ich einfach mal zusammengefasst und mein Memberbereich hat es schon gehört und ihr dürft es dann heute Mittag hören. Es wird mich auch echt freuen, wenn ihr es aufruft. Vielleicht nehmt ihr auch noch das ein oder andere mit, das ihr so noch nicht gesehen habt. Ich möchte euch da einfach nur mal zum Nachdenken anregen. So, jetzt dürft ihr wählen. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. Ich hätte erst rechts gesagt, aber ich nehme links. Und wir beginnen. Und ja, auch nochmal zum Thema Zeitstempel, letzte Kommentare. Zeitstempel werden ganz fein. Ich habe eine Umfrage gemacht, ihr wolltet keine. Und daran habe ich mich gehalten und Punkt. So. Hier geht es darum, dass irgendetwas Kurioses dir dazu verhilft, deine Meinung zu ändern, ne? Also irgendwie eine grundlegende Einstellung zu einem Thema wird kurioserweise einem Gedanken von dir entgegengestellt und du erkennst plötzlich, dass du anders drüber denkst, ne?
Es geht hier auch darum, für dich hier auf dieser Seite, dich mehr zu erden, von geerdeter Energie raus die Dinge anzugucken. Und wir haben jetzt hier auch noch den Luftgeist. Ich klicke sie mal gerade noch aus. Ja, das passt ja. Zweimal haben wir das Selbst mit innen drin, ne? Selbstermächtigung, Selbstvergebung. Wir haben das Thema Erdung zweimal, das ist auch sehr spannend. Und wir haben das 6. Haus noch in der Mitte, also es geht darum, ein Haus des Elementes Erde, hier Erdung. Mit der Kartoffel haben wir hier auch das Thema Erde, Erdung. Und hier das Element Erde, auch mit den Sternzeichen zusammen. Stier, Steinbock und Jungfrau. Beim 6. Haus geht es um die Vitalität, die Haustiere und auch um die Arbeit. Und irgendwas scheint dich hier auf einen richtungswechselnden Weg zu bringen. Ein Gedanke, der dir nicht mehr dient, eine Einstellung, die du jetzt über Bord wirfst, irgendetwas. Und du machst es aus einer sehr geerdeten Perspektive raus und gibst dir damit auch die Ermächtigung, deine ganze Kraft zu leben, dich nicht schuldig zu fühlen für irgendetwas oder auch für Unvollkommenheit, ne? Das ist auch so was, was ich öfters mal denke. Der Mensch erwartet unheimlich viel Vollkommenheit von anderen und fragt sich nie, was bringe ich denn mit an Vollkommenheit, ne? Was bewegt mich denn zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Beispiel, einen Kommentar abzusetzen, dass ich mir jetzt noch das oder das dazu wünsche. Vollkommenheit ist das, zu dem man auch stehen kann. Kein Mensch ist 100% und das soll auch gar nicht so sein und nenne es Mut zur Lücke. Aber aus dieser geerdeten Perspektive raus kannst du hier tatsächlich sehr, sehr viel, was das Thema mitbringt, auch deine ganze Kraft zu leben. Ne? Viele machen sich auch kleiner, weil sie sich eben Schuld geben lassen für irgendetwas oder das so empfinden. Das machen ja am Ende die Zellen alleine. So, und wenn der Luftgeist dann hier ins Spiel kommt, geht es einfach darum, und das passt sehr gut zu diesem Meinungswechsel, dass es Zeit ist, gründlich über Dinge nachzudenken, dass man nicht impulsiv handelt, sondern aus sehr geerdeter Perspektive raus und Standpunkte genau anguckt, für und wider abwägt, Bilanz zieht. Ne? Auch ein guter Zeitpunkt, um irgendein neues Projekt zu beginnen, gewissenhaft strukturiert und konzentriert zu sein. Und du zapfst hier Wissen an, das dich in die richtige Richtung bringt. Ja, das kommt über deinen Verstand, deine Weisheit, deine Gedanken, den Intellekt. Und es geht auch um die Kommunikation, die Achtsamkeit in der Kommunikation. Der Luftgeist wacht auch zum Beispiel über das Thema Freundschaft und gibt eine bestimmte Klarheit und Fokus auf Positives. Heißt auch hier, bevor man handelt, nachdenken, geerdet bleiben und seine Prinzipien auch verfolgen. Ne? Wenn ich immer denke, ich bin zu klein, um was zu erreichen oder umzusetzen, oder ich fühle mich irgendwo schuldig, dann kriege ich gar nicht das volle Ergebnis, weil ich ja immer Minus mit mir rumschleppe. Ne? Der kleine Engel sagt nicht perfekt, aber glücklich, passt auch wunderbar. Und wir haben hier mit der Erle noch das Grenzen setzen. Also es ist hier eine gesunde Mischung aus allem, ne? Aus einer geerdigten Position raus zu verstehen, dass man gar nicht alles 100% umsetzen kann und muss, sich damit auch gut zu fühlen und nicht kleiner, als man wirklich ist. Ne? Sein Pendant zu finden zwischen dem, was man impulsiv macht oder wo man eben aus geerdeter Position hier reagiert und gleichzeitig aber auch sagst, ne, hier ist die gute Grenze. Ich gebe mir selber ein Ja und der andere
muss eben mit diesem Nein leben und das gehört hier dazu in die Situation. Wir haben hier bei der Kartoffel im Übrigen auch noch das Element Erde sogar drauf. Also die Kartoffel wächst in der Erde und von den Symbolen her habe ich hier auch die Erde mit drauf. Also so eine gute Verwurzelung ist hier zu erkennen, wo man so merkt, das bin ich bin gut so, wie ich bin und auch über diese Grenze tritt niemand drüber. Okay, jetzt bin ich gespannt, was die andere Seite hat, denn ich hatte ja erst die andere gewählt. Da haben wir die Konditionierungen, die wegfallen, das Vergessen, wer man eigentlich mal war oder wer man eigentlich ist, ja, weil man ja schon so geformt wurde von allem im Leben und Erinnerungen, die einen so nostalgisch machen, die vielleicht auch die Definition von dir, wie du jetzt bist, ganz verklären oder in ein anderes Bild rücken. Ne? Hier darfst du wahrnehmen, feststellen, erkennen, dass alles gerade im göttlichen Zeitplan verläuft. Wir haben die Eule mit der Weisheit. Ich lege auch die gerade mal hin. Ja, und hier geht es um die Verfeinerung. Ja. Ihr habt hier mit dem Element Luft so eine gewisse Raffinesse auch, die ihr in euer Leben bringen könnt, durch das, dass ihr hier merkt, dass diese Konditionierungen, die Glaubensvorstellungen, dass ihr das gar nicht wirklich seid. Es geht darum, euch auszurichten, neu zu definieren. Wir haben von den Sternzeichen hier den Skorpion auch dabei. Und ich habe hier, dass etwas für ein bisschen Spannung und Unruhe sorgen kann. Gerade wenn man so in diesem Ding ist, dass etwas nicht mehr so wirklich ist, wie man es gern hätte, oder dass man jetzt eben die Weisheit hat, den Blickwinkel zu wechseln, alle Richtungen zu sehen und auch zu erkennen, wo man mehr an seiner eigenen Feinheit auch arbeiten darf, ne? Das, was dich ausmacht, das, was du bist, das sind nicht die Konditionierungen oder die Dinge, die andere dir gesagt haben. Und das ist eine sehr schöne Sache, das zu entdecken. Und es scheint mir so, dass du jetzt hier tiefe Erkenntnis kriegst, dass du irgendwie auf den Urkern der Dinge kommst und dass du irgendwie merkst, dass das, was du suchst, eine bestimmte Wahrheit in dir erzeugt. Und auf diese Wahrheit fokussierst du dich und verstehst praktisch, dass du hier irgendwie nicht mehr so derjenige bist, der du mal warst, sondern du bist weitergegangen, du hast dich entwickelt. Die Eule ist natürlich dazu noch das Tier, das auch seinen Kopf einmal rundherum dreht, alles sieht, ja, wo eben auch die Nacht beleuchtet ist, sozusagen, wo man auch still und leise an sein Ziel kommt in der Nacht, ne? Und wo große Offenbarungen sind für das innere Licht und der Schattenaspekte und der Balance zwischen dem allem. Also es scheint hier eine große Erkenntnis zu sein. In irgendeinem Bereich deines Lebens hast du dich verändert, verfeinert und es ist jetzt wirklich Zeit, dann auch weiterzugehen und du spürst es auch. Und möglicherweise wird dir jetzt so klar, was auch dein nächster Schritt ist oder dass es okay ist, dass man nicht die gleiche Meinung, das gleiche Verhalten ein Leben lang hat, sondern dass irgendeine Entwicklung kommt, wo man merkt, man ist nicht mehr der gleiche. Ne? Hier wird auch gesagt, dass du dir Rat holen kannst, kann ja egal bei wem immer sein. Man fragt immer Personen des Vertrauens um Rat und
Möglicherweise sprichst du mit jemandem darüber. Und es ist einfach eine Zeit auch deiner, ich würde mal sagen, ein Schliff, den du selber bei dir machst, weil du irgendetwas revidierst, was nicht mehr zu dir gehört. Und das kann hier etwas sein, das ein bisschen Flexibilität von dir erfordert. So wie die Weide mit den Ästen, die ja nicht brechen, weil sie ziemlich biegsam sind. Ja, und so geht es hier zum Beispiel darum, dass du etwas sehr Schmerzvolles für dich hinter dir lassen kannst, es sozusagen stehen lassen. Die Schuhe passen dir nicht mehr und du kaufst dir neue. Und es geht sehr viel mit Verfeinerung einher, Details. Von den Engeln habt ihr noch Danke für mein tägliches Brot. Hier schleicht sich vielleicht auch so eine gewisse Dankbarkeit dem Leben ein oder der Zeit, die man gehabt hat und dem, was man daraus gelernt hat. Und es ist ja auch völlig okay, dass man einfach sich austauscht mit einer Person oder mit einem guten Ratgeber seines Vertrauens. Möglicherweise kannst du auch in Dankbarkeit irgendwie eine Zeit gehen lassen, wo du nicht so richtig du warst, ne? Wo du sehr geprägt warst, anderen zu gefallen oder zu tun und zu machen, aber das mit dir ganz wenig zu tun hatte. Und genau da kommt der Schliff jetzt hierher rein. Gut, ihr Lieben, denkt an heute Mittag, 15 Uhr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch und bis morgen.